When the foreign ships arrive, you feel the danger. You feel what's inside. Es war alles vorbereitet. Das Licht, das Setup und der Plan. Und dann war dieser eine kleine Moment, wo ich gespürt habe, da geht noch mehr. Also habe ich das Licht verändert, mitten im Shooting. Nicht, weil etwas falsch war, sondern weil etwas gefehlt hat. Und das, was dann passiert ist, hat das ganze Porträt verändert. Manchmal brauchst du nicht einen besseren Plan, sondern den Mut, ihn auch zu verlassen. Hallo, mein Name ist Tanja, ich bin Porträtfotografin aus Düsseldorf. Heute in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach mit nur einem Licht ruhige, moody Porträts aufnimmst. Und ich erkläre dir, warum ich mein Licht komplett umgestellt habe, mitten im Shooting einfach so aus dem Bauch heraus. Was dann passiert ist, hat mich selber überrascht und ich möchte dir Mut machen, dass du beim nächsten Shooting auch einfach nur auf dein Bauchgefühl hörst. Und nun legen wir direkt los. Don't be so scared of the monster underneath your bed. The monster's in your head. Also gestartet sind wir ganz klassisch. Moodboard war fertig, Ron war vorbereitet, wir hatten Bilder gesammelt und die hatte ich analysiert. 10 Uhr Blitzposition, die kenne ich, die mag ich, das passt. Kamera war die Sony Alpha 7 Mark III, Objektive das 50 mm 1.8 und das 85 mm 1.8 von Sony. Als Licht habe ich mein Godox AD 200 Pro und meine KF-Konzept Octabox von 90 cm verwendet. Ich verlinke euch aber auch alle Produkte in der Infobox, nur zur Transparenz. Das sind Affiliate-Links. Wenn ihr darüber einkauft, zahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme eine klitzekleine Provision, die ich natürlich in neuen Content fließen lasse. Alles war bewusst simpel gehalten. Ich wollte den Fokus aufs Gesicht, auf die Präsenz lenken. Und dann waren die ersten Bilder da. Ich blende dir hier ein paar von denen unbearbeitet ein. Und ja, sie waren okay. Technisch war alles in Ordnung. Es war ein Schattenverlauf da, die waren richtig belichtet und die waren auch dramatisch eigentlich, so wie ich es wollte. Und dennoch hat mir etwas gefehlt. Sie haben sich nicht richtig angefühlt. Es war nicht das, was ich mit dem Ron zeigen wollte. Kennst du das? Das kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Wenn du irgendwie spürst, dass irgendwas nicht richtig ist, du kannst aber noch nicht genau sagen, was es ist. Und dann habe ich spontan das Licht geändert. Einfach so, aus dem Bauch heraus. Klassisches Splitlight. Eine Seite im Schatten, eine Seite im Licht. Kontrastreich, echt markant. Und bam, da war es. Genau das, was ich wollte. Es war kontrastreich, es hatte diese besondere Dynamik und ich wusste, ja, das war das, was ich wollte. Ich zeige dir jetzt ein Bild mit dem Splitlight und ein Bild mit dem vorherigen Setup. Beide unbearbeitet, aber merkst du den Unterschied? When the foreign ships arrive, you feel the danger. You feel what's inside. You feel the stranger, forgetting you were a stranger. Später, bei der Bildauswahl, war es ganz eindeutig. Keins der Bilder aus dem ersten Setup hat mich richtig gepackt. Ich habe tatsächlich nur Bilder von dem Splitlight ausgewählt. Und das war die endgültige Bestätigung, dass es richtig war, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und das ist das, was ich dir heute auch mit diesem Video auf jeden Fall mitgeben möchte, dass du den Mut hast, wenn sich irgendwas nicht stimmig anhört, es einfach zu verändern. Auch wenn der Plan ursprünglich ganz anders war. Wenn dir dieses Video bis hierhin gefallen hat, dann kannst du mich ganz wunderbar unterstützen, indem du mir ein Like, Kommentar oder auch ein Abo dalässt, wenn du weiterhin mit in meine Gedankenwelt mitgenommen werden möchtest. Und nun machen wir weiter. Ron ist übrigens selbst Fotograf, was richtig cool war. Wir waren direkt auf einer Wellenlänge.
Das ganze Shooting war total entspannt, wir konnten viel rumprobieren und ich glaube, das war es auch das, was wirklich diesen Wechsel erst möglich machte. So ein Vertrauen ist wirklich unbezahlbar. Und manchmal braucht es halt ein bisschen, bis man wirklich warm wird. Ich meine sowohl technisch als auch menschlich. Und nun kommt auch schon ein Bonustipp. Wenn du bei der Bildauswahl bist und du hast deine Lieblingsbilder ausgesucht, dann mach dir mal den Spaß, vergrößer sie und analysiere sie. Guck anhand des Pupillenreflex, von wo kommt das Licht? Was verändert sich im Gesicht? Was ist es, was du an diesem Bild besonders gut oder besonders schön findest? Das schult nämlich dein Auge. Das kannst du auch wunderbar mit Bildern machen, die du bei Instagram zum Beispiel siehst. Das hat mir zumindest sehr geholfen, Lichtsetzung nochmal zu lernen, indem ich die Bilder, die mir gefallen, ich einfach mal vergrößere und dann im Pupillenreflex gucke, von wo kommt denn das Licht? Ist das eine Lichtquelle? Sind das zwei Lichtquellen? Was ist das, was ich an dem Bild mag? Ist das der Farbedit, der Schattenverlauf? Sowas schult dein Auge wirklich ungemein und dadurch allein kannst du auch schon viel, viel besser werden. Und was ich dir noch mitgeben möchte, Fehler sind keine Rückschritte. Sie gehören dazu. Und meistens nimmst du genau aus den Fehlern das meiste mit. Bei mir ist es so, ich habe immer aus meinen Fehlern gelernt und das ist, glaube ich, auch ein Teil, der mir dabei hilft, immer besser zu werden. Don't be so scared of the monster underneath your bed, the monster's in your head. Don't be so scared of the monster underneath your bed, the monster's in your head. It's been keeping you up at night, deciphering what's truth and lies. Heute werde ich eine neue Kategorie einführen. Ihr könnt bitte mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr daran Interesse habt. Und wenn ja, schreibt mir die Fragen in die Kommentare. Und zwar ist das ein Q&A. Ich habe mal grundsätzlich bei Instagram ein Q&A gemacht und das waren Fragen, die gekommen sind zu dem Bild, was ich gepostet hatte. Und deswegen auch an euch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die wirklich immer unten reinschreiben. Ich blende ja die Out-of-Cam-Bilder nach dem Shooting ein als Post und da könnt ihr direkt Fragen stellen, die euch einfallen, wenn ihr das Bild seht. Und nun kommen wir mit Frage Nummer 1. Ein Splitlight aufzubauen ist an sich relativ einfach. Du musst die Softbox wirklich seitlich zum Modell positionieren. Ich blende euch hier eine kleine Sequenz ein. Wichtig ist, dass ihr die Softbox nach vorne versetzt. Also so, dass das Modell wirklich nicht in der Mitte der Softbox ist, sondern am hinteren Rand, würde ich jetzt sagen. Also dass die Softbox vor ihm ist. Warum das so ist? Damit das Licht wandern kann mit auf die andere Seite und dadurch habt ihr einen schöneren Schattenverlauf. Das könnt ihr auch selber mal ein bisschen ausprobieren, dass ihr es mal hinstellt und dann mal Bilder macht in den verschiedenen Positionen und dann könnt ihr nämlich sehen, wie der Schattenverlauf ist. Wie merkst du, ob ein Setup funktioniert? Ganz einfach, hör auf dein Bauchgefühl. Entweder es sagt dir, ja, das Bild ist super und wenn du nicht dieses Gefühl hast, dann überleg nochmal, änder was und guck, ob es dann besser ist. Es wird auch Tage geben, wo du das Gefühl hast, es wird nicht gut. Ich hatte auch ein Shooting, wo ich komplett versagt habe. Ich habe es nicht geschafft, das habt ihr hier natürlich nicht gesehen, weil ich es nicht gezeigt habe. Das Modell war super angespannt, die war das erste Mal vor der Kamera und da habe ich eigentlich total Erfahrung drin und ist eigentlich nie ein Problem, jemanden auftauen zu lassen. Aber ich habe es nicht geschafft, dass das arme Mädchen sich so wohl gefühlt hat, dass wirklich gute Bilder dabei rausgekommen sind. Ich habe Bilder rausgekriegt, die okay waren, aber die haben meinen Ansprüchen nicht genügt, weil es war einfach so, ich gesagt habe, sie hatte immer so einen erschrockenen Gesichtsausdruck und ich merkte auch, dass sie immer zurückgeht mit dem Kopf und dass sie quasi der Situation entweichen möchte oder fliehen möchte. Und ich habe mich zwar menschlich gut mit ihr verstanden, sie hat dann auch gelacht, aber sobald die Kamera auf sie gelenkt war, war es schwierig. Und wenn ihr sowas merkt, dann brecht sonst ab, ne? Brecht ab. Hört einfach auf euer Bauchgefühl. Euer Bauchgefühl wird euch schon immer sagen, was richtig ist und was nicht.
Ja, ihr könnt dieses Setup auch mit ganz günstigen Mitteln nachbauen. Ihr könnt zum Beispiel einfach Tageslicht nehmen, indem ihr das Modell wirklich parallel zum Fenster aufbaut. Ich werde euch in der Infobox sonst ein Video verlinken. Da habe ich das auch einmal gezeigt, wie man das mit Tageslicht macht. Ihr könnt natürlich auch einen ganz einfachen Aufsteckblitz nehmen und einen Reflexschirm. Also da seid ihr nicht limitiert. Wichtig ist, dass ihr es nur wirklich in der Position haltet, ne? Dass die Lichtquelle und das Modell einfach in der gleichen Relation sind. Ob die Lichtquelle dabei jetzt ein Fenster ist, ein Aufsteckblitz, ein Reflexschirm, Beauty-Dish, eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist nur die Position vom Modell zu der Lichtquelle. Ich hoffe, du konntest heute was mitnehmen und dass du gelernt hast, einfach auf dein Bauchgefühl zu hören und den Mut hast, auch Dinge einfach mal zu verändern. Also mehr als schief gehen kann es ja nicht. Ich werde dir jetzt hier ein Video verlinken, wo ich dir auch nochmal zeige, wie du auch so tolle, gefühlvolle Porträts mit Männern draußen machen kannst. Ganz ohne Equipment quasi oder mit ganz einfachem Equipment und zwar mit Tageslicht. Und in diesem Sinne sage ich mal Tschüss und bis nächste Woche. Ciao!